20 Strecken, die es so in Forza Motorsport nicht mehr gibt. Ja, ich habe mir die Arbeit gemacht und habe mich durch diese ganzen Motorsportteile gekeult, die es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, gab. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like dafür da lasst, weil das war echt ein bisschen Rumbumserei. Wir sehen auf jeden Fall größtenteils Forza Motorsport 4 Strecken. Da muss ich sagen, gibt es leider ein kleines bisschen Rauschen im Hintergrund. Da war irgendwie ein Bug mit der Elgato. Sorry deswegen, ich habe das erst später rausgefiltert. Und Motorsport 2 ist dabei und Motorsport 7. Die anderen, wie Teil 3, 5 und 6, habe ich nicht mit drin, weil da gab es keine Strecken, die es nicht schon dann in Motorsport 7, 4 oder 2 zu sehen gab. Aber ja, insgesamt 20 Strecken inklusive, da habe ich extra drauf geachtet, 20 Autos auch, die ihr so schon ewig nicht mehr gesehen habt. Außer die Motorsport 7 Dinger ist jetzt nicht so lange her, aber alles Autos, die es auch nicht mehr in Motorsport gibt, also doppelt nostalgisch hier. Und ja, man hofft natürlich, dass viele dieser Strecken zurückkommen. Natürlich die Motorsport 7 Strecken vor allem kommen bestimmt wieder, aber es gibt da so einige alte Strecken, wo man sagt, oh, das war geil. Die hat vielleicht der eine oder andere schon voll vergessen. Ich zum Beispiel Twin Ring Motegi. Da bin ich auch mit einem richtig legendären Wagen gefahren. Einfach nur wunderbar. Ja, ich stelle euch die Strecke immer vor und dann gibt es eine Schaurunde sozusagen, dass ihr ein bisschen was von der Strecke seht in dem Kinomodus. Und dann geht's weiter. Wenn ich dran denke, ist das auch alles aufgelistet sauber, dass ihr euch da ein bisschen durchklicken könnt, damit ihr, falls ihr jetzt keinen Bock habt, euch alles anzugucken. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier ein bisschen Watchtime könnt. Dann könnt ihr euch da auch eine Strecke rauspicken, die ihr jetzt unbedingt sofort sehen wollt. Aber ja, laber ich nicht weiter rum. Viel Spaß mit dem Video. Viel Spaß mit den nostalgischen Strecken. Und ja, drücken wir mal die Daumen, dass viele von diesen Autos und Strecken eines Tages zurückkehren. Und ja, dann wollen wir mal rein da. Als erstes haben wir aus Motorsport 7 das Autodromo Nazionale Monza. Ja, diese Strecke gibt es auch nicht mehr, kommt höchstwahrscheinlich auch bald wieder. Monza wurde 1922 erbaut und war erst die dritte permanente Rennstrecke der Welt. Monza wurde als Palast der Geschwindigkeit entworfen und ist für seine engen Schikanen und sehr langen Geraden bekannt. Nur wenige andere Rennstrecken der Welt können auf eine solch reichhaltige Renngeschichte zurückblicken wie La Pista Magica. Ist das richtig ausgesprochen? Keine Ahnung. Und jetzt mal aus der eigenen Sicht. Für viele Spieler bedeutet das auch einfach nur der Tod. Ja, diese Strecke, ja, ihr habt es am Anfang gesehen, hat direkt eine Schikane, wenn es die richtige Ausführung ist. Und ja, in einem Online-Rennen muss man nichts weiter dazu sagen. Ihr könnt euch denken, wie das dann da aussieht. Also Monza kommt auch oft in Meme-Videos vor zum Motorsport. Also ja, diese Strecke direkt am Anfang, wenn alle auf einem Haufen sind, einfach Chaos pur, Unfälle vorprogrammiert. Und ja, viel Spaß mit dem Rest der Runde. Als nächstes haben wir die Berner Alpen aus der Schweiz. Ja, die gab es auch in Motorsport 7, wir aber sind in Motorsport 4, weil es ja einfach die besseren Autos gibt. Da gab es einige Ausführungen und auch die Rückwärtsversion. Und wir sind heute unterwegs im JGTC Impreza. Ein geiler Rennwagen, den es so heute nicht mehr gibt. Wir fahren den Festivalkurs und ja, man sieht auch hier wunderschön. Und allein das Wasser, ne? Also wir haben uns ja in irgendeinem Video mal vor einer Weile beömmelt über das Wasser, ne? In manchen Strecken von Motorsport und ja, es ist spektakulär. Auf jeden Fall die Berner Alpen im Südwesten der Schweiz liegen sie.
zwischen den Flusstälern der Aare und der Rhöne. Ihre zerklüfteten Gipfel erheben sich mehr als 4000 Meter über Meereshöhe. Ja, und das ist auch eine eigentlich sehr beliebte Strecke. Und wir sehen ja auch hier, die gibt es schon sehr lange, auch in Motorsport 7 war sie zuletzt noch da. Und ich denke mal, die sind da einfach noch die Curbs am Überarbeiten und allgemein grafisch hier und da ein bisschen was am Machen. Und ja, auch der Subaru, tolles Auto, gab es auch schon lange nicht mehr. Und ja, ich bin sowieso hin und weg gewesen. Vor allem Motorsport 2 ist da nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da gibt es sehr viele Gruppe 4 Autos auch und so weiter. Und ja, die sind ja alle nicht mehr da. Wir sind ja mittlerweile so an einem Punkt, wo es nur noch sehr, sehr viele Serienfahrzeuge gibt im Motorsport. Ja, weiß ich nicht, ob das so die richtige Entscheidung ist, der richtige Weg. Klar, man nimmt lieber Serienautos wahrscheinlich, weil man sie dann gleichzeitig in Horizon reinpacken kann. Aber ja, Motorsport leidet allerdings darunter meiner Meinung nach, weil man kann Autos zwar mit einem Design rennwagenmäßig aussehen lassen und ein bisschen auch tunen, aber am Ende hast du da deinen Standard-Straßenauto, Innenraum und alles und es fühlt sich einfach nicht an und fährt sich auch nicht wie ein Rennwagen und ja, das ist sehr schade. Ich hoffe, die gehen irgendwann mal wieder zurück und bringen einfach auch mal wieder mehr Rennwagen. Als nächstes haben wir wieder in Motorsport 4 Camino Viejo de Montserrat. Ob das jetzt wieder richtig ausgesprochen ist, bitte steinigt mich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es hier sehr viele Ausführungen, also auch eine ziemlich große Strecke. Auch hier wieder Rückwärtsausführungen, alles dabei und sogar eine Extremvariante. Und wir haben diesmal das Vergnügen, den Fairlady Z zu fahren. Auch eine Rennwagen-Version. Die genaue Bezeichnung habe ich jetzt hier leider nicht stehen. Aber naja, und wir fahren den Extremkurs. Der vereinigt einige Strecken, die auch später nochmal auftauchen werden. Da gab es mehrere Versionen. Aber ja, eine Runde Extremversion. Das kracht aber auch ganz gut hier auf der Strecke. Sieht auf jeden Fall auch wunderschön aus. Ja, diese enge Passstraße wurde zum ersten Mal in den 60er Jahren benutzt für den Motorsport. Später musste die Strecke aufgrund von Sicherheitsbedenken geschlossen werden. Inzwischen wurde der Rundkurs jedoch überarbeitet und ist nicht nur eine Herausforderung, sondern bietet auch wunderschöne Aussichten. Und das zeigt auch mal wieder, wie viel Detail damals reingeflossen ist in Motorsport noch. Ich meine, guckt euch diese Landschaft an. Das ist einfach sogar 100-mal krasser als jedes Horizon. Also es gibt kein Horizon, was so eine Landschaft bietet. Ne, gut, Horizon 2, ne, muss man sagen, sah an manchen Stellen schon sehr schön aus. Aber das hier ist einfach auf einem komplett anderen Level. Natürlich muss man sagen, klar, das ist ja jetzt hier nicht Open-World-mäßig alles befahrbar. Ne? Es ist am Ende wirklich nur Optik. Aber in der Theorie, ne, wäre ja alles machbar. Auch das Gras, wenn man das hier alles sieht, dafür, dass das Spiel halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, sieht das 100-mal krasser aus als aktuell Motorsport im Leistungsmodus. Motorsport im 4K, whatever, Detail, Quality, vielleicht ist der geil, wie das alle heißt, Modus. Ja, ist gar nicht übel. Aber ja, hier hast du halt kein Leistungsmodus gedöns und so weiter gehabt. Klar, gut, die Spiele liefen damals auch nur auf 30 FPS, aber dass man auch heute, das frage ich mich sowieso immer wieder, dass man auch heute immer noch nicht in der Lage ist, 4K Qualitätsmodus und Leistung gleichzeitig, ne, also 60 FPS Minimum zu haben, schwierig, aber ja, da wird wohl an der falschen Stelle weiterentwickelt, also ja, wäre mal cool, wenn man das irgendwann mal irgendwie hinkriegt, dass man wirklich nicht mehr verzichten muss. Aber ja, liegt oft natürlich aber auch an den ja, begrenzten Möglichkeiten der Konsolen. Ne? Ja, wir werden später noch 2 weitere Strecken sehen, die sich in diesem Gebiet hier befinden. Also quasi hier sind abgesteckte Strecken noch verfügbar, die man jetzt hier in diesem Modus nicht fahren kann. Also quasi behält diese eine Landschaft hier, enthält irgendwie 3 verschiedene Strecken mit ihren eigenen Layouts, was ich auch ziemlich wild finde. Hier sind wir zum Beispiel auf dem Stückchen von einer Strecke, zu der wir später nochmal kommen. Und ja,
da hat man auch wirklich diese Umgebung genutzt, ne? Da hat man einfach mal gesagt, ja, wir knallen jetzt hier mal ein paar Strecken hin. Auf jeden Fall ein ganz wilder Kurs, auf jeden Fall. Und ja, wenn der wiederkommt, das wäre nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch an sich echt eine geile Sache, ne? Weil die Strecke hat einfach Spaß gemacht. Als nächstes haben wir Dubai aus Motorsport 7. Ja, Dubai war ja so die Vorstellungsstrecke, mit der sie da am Rumflexen waren. Früher, bevor Motorsport 7 rauskam. Das sieht man auch vor allem grafisch, wurde da ganz viel Wert drauf gelegt, dass das irgendwo gut aussieht. Vor allem die Felsen und so weiter. Ne, das kennen wir ja, bei der Präsentation muss immer alles gut aussehen. Vor allem seit Motorsport wissen wir es ja, da waren auch die Trailer, die sie uns gezeigt haben. Und dieses ganze Gameplay-Gedöns, das war ja alles mehr oder weniger gefaked und gerendert. Ne? Die Qualitätsstufe, die sie uns da verkauft haben, hat das Spiel am Ende nicht gehabt. Aber gut, ja, Dubai ist auch weg. Und ja, das Erste, was ein Fahrer an dieser Straße bemerkt, ist, wie leicht sie von der kargen und wunderschönen Wüste bedeckt werden kann, die sich ins Unendliche zu erstrecken scheint. Das Zweite ist die sengende Hitze. Doch trotz der unerbittlichen Sonne und den potenziell auftretenden Gefahren auf der Strecke ist Dubai eine unvergleichliche Erfahrung für Fahrer, die sich nach hohen Geschwindigkeiten und schwierigen Kurven sehnen. Ja, Dubai war schon eine echt schicke Strecke. Auch, wie gesagt, da ist wohl sehr viel Arbeit reingeflossen. Sieht echt auch heute noch ziemlich gut aus. Und ja, die hat es auch nicht in Motorsport reingeschafft. Warum auch immer, weiß man nicht. Potenziell gesehen wahrscheinlich, um einfach Content für später bereit zu haben, weil sie keinen Bock haben, neue Strecken zu machen oder so weiter. Also potenziell gesehen auch eine Strecke, die irgendwann noch recycelt wird. Auch hier haben wir einen Hubschrauber, ne, interaktiv auch noch, da ist einfach ein Hubschrauber am Rumflattern. Also ja, da wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Und ja, hoffen wir mal, dass die wiederkommt. Eine Top-Strecke weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr da auch mal mit in die Kommentare schreiben, ob ihr Dubai jetzt unbedingt wiedersehen müsst, ob ihr die überhaupt gut fandet. Ich persönlich bin sie jetzt nicht so gerne gefahren, aber schön war sie allemal. Ja, und damit sind wir schon wieder bei Motorsport 4 und wahrscheinlich dem Highlight für viele Fans der alten Stunde. Ja, Fujimi Kaido, nahe des Fuji, befindet sich diese Strecke und ja, ist voller üppiger Wälder und Tempel. Ja, eine fiktive Strecke, die es so nicht mehr gibt, aber sich von sehr vielen wieder gewünscht wird, ist natürlich auch wieder mit viel Arbeit verbunden, denn diese Strecke ist wirklich riesig. Eine Runde dauert hier fast so lange wie auf dem Nürburgring und diese Strecke wurde einfach viel von Driftern auch genutzt. Vor allem von Driftern, würde ich sogar behaupten, weil ja, es ist einfach eine Bergstrecke, wie man sie sich gefühlt in jedem Open-World-Spiel wünschen würde. Hat mich auch gewundert, dass man sie ja noch nicht mal jetzt in Horizon irgendwie mal versucht hat, einfach nachzubauen. Klar, wir haben nie das Japan-Setting gehabt, aber man hätte ja was Ähnliches machen können. Ich meine, man hat es ja in Horizon 5 mehr oder weniger versucht mit dem Berg. Das ist ja so was Ähnliches, aber Fujimi Kaido ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Man hat halt erstmal diesen gewaltigen Aufstieg, wo man die ganze Zeit durch den Wald fährt. Man sieht viele Wasserfälle, Flüsse und so weiter. An sich einfach sehr schön designt. Und später geht es dann auch wieder bergab. Auch da muss man dann wieder vorsichtig sein, dass man die Kurven nicht zu schnell nimmt. Da kommen auch Tunnel und so weiter.
Also diese Strecke ist schon sehr geil gemacht worden und ja, vor allem Drifter, wie ich jetzt schon sagte, sind hier komplett auf ihre Kosten gekommen. Natürlich sind solche Strecken auch berühmt, allein schon wegen diesem Anime mit dem weißen Corolla. Mir fällt der Tenacious D oder wie? Ne, Tenacious D war was anderes, ne? Ich komme da gerade nicht drauf. War das nicht sogar Initial D? Irgendwie so war das. Auf jeden Fall ein ganz berühmtes Meme vor allem auch, ne? Mit dem Tofu Corolla. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Strecke, die auch sehr weit oben in den Votes ist, aber dazu verliert irgendwie keiner ein Wort. Dies ist auch einer der Gründe, warum man gerne mal an diesen ganzen Votes zweifelt bei Forza Motorsport in den Foren, weil da werden sich oft Dinge gewünscht oder werden sehr, sehr viele sich gewünscht. Da wird einfach null drauf eingegangen. Man erwähnt es nicht, vor allem was diese Strecke hier angeht. Da kommt einfach keine Infos von wegen, ja, wir können es aus den und den Gründen nicht oder ja, wir können es nicht, weil wir es nicht wollen, weil wir einfach nicht in der Lage dazu sind, so eine große Strecke heutzutage nochmal zu bauen, entweder komplett neu zu bauen oder einfach grafisch zu remastern und so weiter, weil, keine Ahnung, weil sie es einfach nicht können. Es ist ne, eine Frage natürlich auch der Qualität und ja, klar, es ist auf jeden Fall keine Kleinigkeit. Es ist eine sehr große Strecke mit viel Umgebung, die man sieht. Ne, vor allem heute muss man da gut aufpassen, wegen Detail und so weiter, aber in meinen Augen trotzdem machbar. Man hat es damals geschafft, warum heute nicht? Ne, aber okay. Wir wissen ja, in welchem Zustand Motorsport an sich ist momentan. Da wundert einem ja gar nichts und ja, es bleibt sowieso fraglich weiterhin, ob Motorsport sich überhaupt in die Richtung entwickeln kann, die sie sich da vorstellen, weil ich frage mich immer, wie sieht das finanziell eigentlich aus? Ich glaube nicht, dass der Game Pass jetzt so viel Kohle für Motorsport abwirft und gekauft haben wird wahrscheinlich auch nur die wenigsten. Na, jetzt ist das Einzige, was sie machen können, natürlich schön über Updates, über Carpacks Geld zu machen. Aber damit werden die auch sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich verschrecken. Man hat ja oft dann auch jetzt zu hören mittlerweile, ja, irgendwie müssen ja ihr Geld verdienen. Tja, da fragt man sich natürlich, wie haben sie das früher gemacht? Ne, 11 Autopakete allein in Horizon 4, jetzt mal als Beispiel, waren kostenlos, wenn man die Premium-Version hatte. In Motorsport hat man jetzt die Carpass-Autos bekommen und Carpacks gar nicht mehr, oder was? Also, ja, kann man leider in meinen Augen zumindest nicht unbedingt verteidigen, von wegen, ja, die müssen ihr Geld verdienen. Da müssen sie sich von Anfang an überlegen, ob sie sowas in den Game Pass kloppen oder nicht. Ist ja Quatsch, das in den Game Pass zu kloppen, aber keiner hat gefühlt Zugriff auf alle Inhalte, weil die alle Geld kosten am Ende, weil sie alle DLC sind, ne? Ich meine, die könnten natürlich noch Strecken plus Autos in so ein Pack packen, weil verkauft es ja noch besser, weil alle wollen neue Strecken und Autos und ja, so kann man das natürlich auch machen, aber ob es dem Ruf am Ende nicht schadet von dem Spiel, ist eine andere Sache. Und ja, jetzt geht es hier gleich schon wieder bergab. Und ja, ich lasse euch mal die Runde zu Ende schauen, wenn ihr sie sehen wollt. Ansonsten skippt einfach vor, weil ja, die Strecke ist ziemlich groß. Geht jetzt nochmal knapp 4 Minuten bergab. Und ja, wir sind ja hier unterwegs im JGTC Skyline, auch einer der geilen Rennwagen von damals, die es nicht mehr gibt. Ja, wünscht man sich, kommt aber nicht. Leider.
Ja, als nächstes haben wir Iberian International, eine Strecke ebenfalls in Montserrat, Spanien. Quasi, wie ich vorhin erwähnte, ein Ableger von Camino Viejo wieder. Die haben alle so tolle Namen. Auf jeden Fall, ja, das ist hier ein Bereich von den ganzen großen, wo wir vorhin gefahren sind, wo man dann halt wieder eine andere abgesteckte Strecke hat. Unterwegs sind wir hier mit der Viper, auch die Rennwagenversion, richtig geniales Auto, leider auch nicht mehr in den aktuellen Teilen da gewesen und ja, finde ich schade. Auf jeden Fall eine kleine wilde Strecke. Das Design dieser Strecke wurde stark durch die örtlichen Gegebenheiten beeinflusst, insbesondere durch die großen Felsformationen. Das natürliche Streckenlayout in Kombination mit der neuesten Sicherheitstechnologie macht den großen Preis von Iberien zu einem der Favoriten der Fahrer sogar. Ja, als nächstes haben wir den Infineon Raceway. Auch eine Strecke, die wahrscheinlich wiederkommt in Motorsport 7, eher als Sonoma bekannt, weil die da so ein bisschen größer betitelt wurde mit Sonoma. Auf jeden Fall ist es der Infineon Raceway und ja, eine Strecke, die ziemlich technisch ist und hoffentlich auch wiederkommt, weil sie einfach cool ist. Und auch hier gibt es einen NESCA-Kurs. Also verschiedene Ausführungen gab es hier in Motorsport 4 auf jeden Fall wieder ziemlich wild. Und ja, wir fahren jetzt allerdings nur einmal die Langstreckenversion und natürlich in einem Top-Wagen, habt ihr gerade gesehen, dem NSX GT 500, ein wundervolles Auto, zuletzt in Gran Turismo 7 auch zurückgekehrt. Und ja, bei uns hier bei Motorsport gibt es ihn leider wieder nicht und auch schon lange nicht, eher gesagt. Ein Auto, was man sich natürlich auch zurückwünscht. Und ja, Sonoma ist bekannt als die Geburtsstätte Kaliforniens und war die Hauptstadt der Republik Kalifornien, bevor sie Teil der USA wurde. Wurde 1968 gebaut und kostete mal eben knackige 70 Millionen US-Dollar. Dort wurde auch ein Rekord von dem deutschen Fahrer Marco Werner aufgestellt, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 178 km/h da durchgejallert ist in einem Audi R8 LMP. Ob das jetzt noch steht, weiß ich nicht genau, aber ja, das war 2004, deswegen, aber ich weiß nicht, wie viel Action da allgemein los ist, aber ja, trotzdem ein ganz interessanter Fun-Fact. Als nächstes haben wir Ladera Test Track, ebenfalls ein Teil von Montserrat, Spanien, auch eine eher größere Strecke, beziehungsweise, naja, so groß ist sie jetzt nicht, aber sie gehört halt zu diesem Riesenapparat. Und ja, wir fahren hier mit einem Audi A4 Touring, auch Autos, die es nicht mehr gibt in dem Form, also na klar gibt es die Audis, aber nicht mehr die Rennversion. Leider, wie immer, ne? Ja, wir hören es immer wieder, nein, 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 leider, leider, leider. Können wir aber auch nichts daran ändern, das Motorsport muss da mal aus dem Pott kommen und mal ein bisschen das Hirn anstellen und überlegen, oh, ups, wir machen ja hier ein Rennspiel und nicht Forza Serienmotorsport oder so, ne? Oder hier Forza Serienzulassung können sie das auch nennen, keine Ahnung, aber ja. Auf jeden Fall eine ganz wilde Strecke. Diese Teststrecke ist wunderschön im Gebirge gelegen. Ne? Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen und darauf ausgelegt, ein ultimatives Hightech-Fahrerlebnis zu bieten und so sowohl den Zuschauern als auch den Fahrern großartige Rennen zu ermöglichen. Als nächstes haben wir Long
Beach, ja, auch eine bekannte Strecke aus Motorsport 7. Wir fahren da mit einem Formel-1-Wagen von Renault, gibt es auch nicht mehr im Motorsport. Und ja, war eine ganz wilde Strecke. Die Straßenstrecke von Long Beach besteht größtenteils aus öffentlichen Straßen, die einen wunderschönen Blick auf das Meer sowie herausfordernde Kurven bieten. Hier traten im Toyota Pro Celebrity Race einst Berühmtheiten und professionelle Rennfahrer gegeneinander an. Auf jeden Fall eine relativ technische Strecke und auch eine der Strecken, wo immer sehr viel Chaos war im Online-Modus, weil sie halt schon am Anfang mit einer richtig schön eher scharfen Kurve kommt und diesem kleinen Kreisverkehrteil, das nach einer langen Geraden, und ja, kann man sich vorstellen, wo es da wieder gekracht hat, ne? Man kennt sie einfach, diese Spezialisten in Motorsport, ne? Aber ja, die gibt es halt auch überall irgendwie. Und wir bleiben bei Motorsport 7 und zwar mit der Strecke Bathurst. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich kann es auch deutsch sagen. Bathurst. Und ja, auf jeden Fall der Mount Panorama Circuit kann man dann genauso sagen, der aufgrund der nahegelegenen Stadt auch als Bathurst bekannt ist, besteht hauptsächlich aus öffentlichen Straßen in einer einzigartigen ländlichen Umgebung. Die Nähe zu Wohnhäusern gestattet wenig Auslauffläche, wodurch die engen Kurven besonders anspruchsvoll sind. Ja, eine Strecke, die ebenfalls wie alle anderen auch nicht mehr in Motorsport verfügbar ist, aber auch da gehe ich davon aus, dass das eine der Strecken ist, die uns in näherer Zukunft eigentlich die zurückkehren sollte. Wir sind hier unterwegs im Maserati-Rennwagen, auch einer, der nicht mehr da ist. Wir haben ja sehr, sehr viele aus Motorsport verloren, aus der Forza GT-Serie, also aus Motorsport 7. Da fehlen so einige und ja, die Strecke hat es auch in sich, vor allem oben, ne, wo es dann wieder runter geht, erinnert ein bisschen an Laguna Seca, die gibt es ja zum Glück noch. Und ja, da konnte es auch ganz schnell mal krachen, weil, ja, wer die Strecke gar nicht kennt, der wird sich sowieso da kaputt fahren am Anfang, weil, ja, da muss man schon ein bisschen bremsen, um da heil durchzukommen, und wenn dein Auto dann auch noch keinen Grip hat oder so. Also eine ganz schwierige Passage auf jeden Fall hier. Und ja, ich habe da damals immer sehr viel Ärger gehabt, bis ich dann irgendwann mal endlich drauf hatte. Aber ja, hin und wieder haut es mich trotzdem noch raus da, wenn mal die Bremsen wieder nicht greifen und so weiter. Und dann haben wir gefolgt eine lange Gerade. Also ist schon eine geile Strecke und ja, freue mich darauf, wenn die dann irgendwann mal zurückkommt. Ja, hier haben wir was ganz Feines aus Motorsport 2. Die Strecke gab es auch in Motorsport 3, aber in 2 war ich halt eher. Und zwar New York. Ja, so eine ähnliche habe ich in Horizon gebaut. Und ja, diese Strecke gibt es auch schon ewig nicht mehr. Schade eigentlich. Hier unterwegs im Nissan Skyline Rennwagen. Ein anderes Modell als das vom Fujimi, wo wir gefahren sind. Auch schon lange leider nicht mehr mit dabei. Und ja, New York ist auch eine Strecke, die mich immer sehr an Gran Turismo erinnert. Bin ich da auch sehr gerne gefahren und eine der wenigen Strecken überhaupt, die in so einer Großstadt mal war bei Forza Motorsport. Leider auch nicht mehr da. Warum, muss man sich einfach immer wieder fragen. Erklären kann man sich aber nicht. Das ist ja, also ich verstehe es nicht wirklich. Ne, so ein geiles Feeling eigentlich, eine richtig große Abwechslung vor allem, und ja, leider nicht mehr da, ob wir die jemals nochmal in einem Motorsport vielleicht sehen werden. Ich wage es irgendwie zu bezweifeln, aber lass mich gerne überraschen. Als nächstes haben wir Prag, auch zuletzt gesehen in Motorsport 7, in Motorsport allerdings wieder mal nicht vorhanden, natürlich. Ja,
alle Strecken in dem Video sind nicht im Motorsport. Warum erwähne ich das eigentlich immer wieder? Aber ja, die Strecke, ne, so Circuit, wie spricht man das eigentlich aus? Circuit de Prague bietet eine große Palette an unterschiedlichen Bodenbelegen. Ja, wie praktisch, was selbst für den erfahrensten Fahrer noch eine Herausforderung darstellt. Während die wunderschönen Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeizischen, kann es schwierig sein, noch zusätzlich Sekunden aus der Rundenzeit herauszuholen. Ja, ist auf jeden Fall schön, eine sehr schöne Stadt. Wir sehen ja auch den Audi R8, den älteren, und Lamborghini Gallardo. Gibt's alle beide nicht mehr. Ja, kann mir vorstellen, dass die Strecke auf jeden Fall auch früher oder später zurückkommt, dass die auch einfach wieder ein bisschen aufgehübscht wird noch. Je nachdem, was die da unter Aufhübschen verstehen bei ihrer neuen Engine. Und ja, ich denke schon wirklich, dass sie wieder kommt. Wenn nicht, dann herzlichen Glückwunsch. War eigentlich eine coole Strecke und sind Leute auch, glaube ich, gerne gefahren, wenn ich mich da nicht täusche. Und ja, auf jeden Fall eine der wenigen Stadtstrecken, die es gab. Und ja, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch die Strecke zurückwünschen würdet. Hier haben wir jetzt die Rallye di Positano in Amalfi, Italien. Ich hoffe, das ist auch wieder richtig. Ja, eine ganz wilde Strecke mit einer richtig schönen Aussicht. Ja, wir fahren Ford GT MK7 Rennwagen. Auch wieder einer dieser ganz besonderen aus Motorsport 4 damals. Ja, gibt's auch heute nicht mehr. Natürlich nicht, wen wundert's. Und ja, die Rallye di Positano findet an der Amalfiküste statt. Ja, das ist halt eine richtige Rallye. Ne? Man muss es nicht erklären. Sie ist eine der spektakulärsten Straßen Europas und zeichnet sich durch Haarnadelkurven, große Höhenunterschiede, verschiedene Straßenbeläge und durch spektakuläre Aussichten und klassische europäische Architektur aus. Dazu sei aber noch gesagt, die Strecke ist fiktional, sprich, die ist nicht echt. Die haben die sich ausgedacht, aber ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich finde, da könnten die auch viel öfters darauf zurückgreifen. Die müssen ja auch nicht immer nur wirklich diese Originalstrecken alle nachbauen. Ich meine, es ist geil, natürlich. Man sollte sich auch nicht nur auf erfundene Strecken verlassen, aber hier und da mal eine erfundene Strecke wie diese hier kann dem Spiel ja auch nicht schaden. Ne? Da müsste man halt nur mal ein paar Map-Designer nebenher arbeiten lassen, die dann so eine schöne Strecke bauen, und schwupps kann man da auch mal wieder was raushauen. Ne? Ja, wir bleiben bei den Städten und sind jetzt in Rio de Janeiro. Ja, auch eine Strecke bekannt aus Motorsport 7 noch. Ebenfalls nicht mehr dabei. Und ja, wurde auch öfters gefahren. Wie beliebt jetzt genau bei den Leuten war, weiß ich nicht. Ich bin persönlich nicht so oft gefahren, aber ja. Der Rio de Janeiro Circuit soll mit seinen Hochgeschwindigkeitsgraden am Ufer und seinen tückischen Höhenwechsel sogar die furchtlosesten Fahrer herausfordern. Enge Innenstadtstraßen und Tunnel wechseln sich mit einem imposanten Bergpanorama ab. Es ist also wichtig, auf seine Bremszone zu achten. Ja, und wir belästigen die Anwohner hier mit dem Nissan GT-R. Ja, der Rennwagen, der uns ebenfalls abhanden gekommen ist im Motorsport, gibt es auch nicht mehr. Auch wieder so eins dieser Autos, wo ich mir denke, nein, warum ist der weg? Aber ja, muss man nicht verstehen. Sind halt Forza Motorsport, die Entwickler, keine Ahnung. Ich meine, ja, ne, es steht immer dieser Gedanke Lizenz im Hintergrund, aber es kommen so viele komische Autos in die Spiele. Aber die alten Rennwagen kriegen sie nicht mehr. Ich meine, klar, ne, es spielt ein bisschen mehr mit als nur
jetzt dann Nissan, das sind ja auch von bestimmten Rennteams die Autos, wie genau das da abläuft, weiß man ja jetzt auch nicht so hundertprozentig, aber naja, ich weiß nicht, andere Spiele kriegen es ja auch irgendwo hin, ne, und ja, würde mich freuen, wenn der Wagen zurückkommt und die Strecke auch, weil, ja, die macht schon Spaß, die hat schon was Besonderes an sich, ne, aber klar, auch oft gesehen, online Katastrophe immer wieder durch diese ganzen schwierigen Bremspunkte an manchen Stellen. Ja, da kracht es dann immer auch ganz schnell, also auch eher so eine Destruction Derby Strecke in den Köpfen mancher Spieler. So, und da sind wir auch wieder bei einer eher normalen Rennstrecke, und zwar Road Atlanta in der Legende M3 GTR. Ja, der BMW M3 GTR, auch ein sehr hoch gewotetes, ja, auf jeden Fall ein Auto, was sehr hoch gewotet wurde. Ebenfalls immer noch keine Rückkehr in Aussicht. Auf jeden Fall, Road Atlanta war eine Strecke, die ich persönlich auch sehr gerne gefahren bin und die wahrscheinlich auch zurückkehren wird, denke ich mal. Auch da werden wahrscheinlich noch Curbs und ein paar andere Sachen überarbeitet. Aber ich gehe mal davon aus, dass die zurückkehren wird, weil ich meine, in Motorsport 7 gab es die auch noch. Und ja, eine kleine Strecke, aber sie hat Spaß gemacht. Und ja, vor allem der M3 GTR, der kann gerne mal wiederkommen. Der ist irgendwann auch verschwunden, samt all seiner Kollegen aus den Baujahren und ja, einfach weg. Und finde ich halt super schade. Es ist halt, man will natürlich nicht nur modern, man will auch einfach ein bisschen die Retro-Perspektive, den Motorsport im Kern erleben. Ne? Das ist einfach nochmal was anderes. Und ja, ich hoffe wirklich immer und immer wieder, egal wie oft ich das sage, ich kann es immer wieder sagen, ich hoffe, eines Tages kriegen wir einfach diese ganzen Klassiker zurück. Ja, und Road Atlanta in Brazelton, Georgia ist seit den 70ern Veranstaltungsort von Autorennen. Sieger im Einweihungsrennen wurde ein Porsche 908/02. Außerdem wird hier das Petit Le Mans ausgetragen. Petit? Sunset Peninsula oder Peninsuela, habe ich es damals immer ausgesprochen, wahrscheinlich auch richtiger. Ja, der Raceway, schon lange nicht gesehen, ist quasi eine Steilvorlage für Wortwitze. Ja, da lacht man sich steif und wir fahren im Opel Astra V8, eine Legende. Auch ein richtig wildes Auto, was es leider nicht mehr gibt. Und ja, der Sunset Peninsula Raceway wurde 1958 an der Westküste Floridas gebaut. Obwohl er nicht so bekannt ist wie die neueren von ihm inspirierten Strecken, hat er immer noch viele loyale Fans. Kann ich auch nachvollziehen, weil es an sich eine coole Strecke ist. Da haben wir damals viele Drift-Events gemacht. Zumindest zu Motorsport 2 Zeiten. Drift Bomb hießen wir da. War eine ganz wilde Zeit. Und ja, Auto sowohl als auch die Strecke können gerne wiederkommen. Vor allem Opel sowieso viel zu wenig. Viele Modelle sind ja einfach nur von Vauxhall dann übernommen. Opel selbst, ja, spendiert da irgendwie eher seltener. Aber der Astra V8 wäre schon mal eine geile Nummer. Zusammen mit den anderen Autos. Einer meiner Lieblinge. Ja, als die Strecke gebaut wurde, wurde gleichzeitig aber auch Daytona gebaut. Kennen wir, gibt es in Motorsport noch Daytona, beziehungsweise ist zurückgekommen. Und ja, die Strecke selbst steht in St. Petersburg und hat auch eine Dragstrecke auf Lager.
Ja, und hier sind wir wieder in Motorsport 2 Test Track Infield. Da gab es eine ganze Menge Streckenversionen. Ihr seht's hier, wir werden gleich nur eine fahren, aber das wäre auch so eine Summe, so eine Nummer, die man einfach wiederbringen könnte. Man hat hier echt viele verschiedene Layouts, aber wir fahren mal auf dem großen, wild gewordenen. Und zwar mit einem Toyota Supra. Ist jetzt nicht direkt ein Rennwagen, aber das ist die AB Flug Supra. Auch eine ganz wilde Nummer. Ja, Motorsport 2 hatte an sich ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Weil ich die meisten Autos nicht freigeschaltet habe, werde ich im Hintergrund, beziehungsweise ich werde unten einfach mal oder oben, je nachdem, durchlaufen lassen die Autos in der kleinen Auswahlleiste. Weil, wie gesagt, groß kann ich euch sowieso nicht alle zeigen, da sie, ja, wenn sie nicht freigeschaltet sind, einfach nicht angezeigt werden. Aber dann seht ihr mal grob, was es da alles an Autos gab und wie viele Rennwagen oder Special Editions dazwischen sind. Und ja, das ist schon eine ganz wilde Sache. Und ja, die Strecke an sich natürlich eine ganz irre Nummer. Also das war wirklich eine Teststrecke vom Allerfeinsten. Dort ist alles. Dort ist Haarnadelkurven, scharfe Kurven, Slalomkurven, auf, ab, links, rechts, geradeaus, alles dabei. Und ja, das war eine Strecke, um das Auto auf Herz und Nieren zu testen. Sowas gibt es auch nicht mehr, könnte man auch wieder bringen. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, die sollten einfach irgendwie irgend so einen alten Forza-Veteran einstellen, der da mehr ein bisschen die Ideen bringt. Und ja, aber ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel sagen, ne? Das ist ja auch immer ein finanzieller Aspekt, keine Ahnung, was Microsoft da vielleicht auch im Hintergrund macht und so weiter, ne? Wie bei Turn 10 allgemein aussieht, was da alles möglich ist, was da noch kommen wird und so weiter. Aber ja, schön wäre es trotzdem, das alles mal irgendwie wiederzusehen, weil ja, inhaltlich, wir sind ja jetzt schon bei so vielen Strecken gewesen, es wird irgendwie auch nicht immer, ja, es wird nicht besser, ne? Es wird einfach nur trauriger, weil so viele Strecken einfach nicht mehr da sind. Ach ja.
Ja, als nächstes wären wir bei Top Gear, ein Kernelement, was Motorsport 4 erst so besonders gemacht hat, da auch die Sprecher davon am Start waren. Auf jeden Fall hat es sehr viel Feeling gegeben, es war einfach nur genial. Und natürlich gibt es auch die Strecke und auf der fahren wir mit dem Mazda Furai. Furai, auf jeden Fall ein Wagen, der sich auch sehr zurückgewünscht wird. Ist bei den Motorsport-Anfragen auf jeden Fall ziemlich weit oben, aber auch bei Horizon wünscht man sich diesen Wagen wieder. Und ja, die Top Gear-Strecke kennt man aus der Serie, also wer Top Gear nicht kennt, und ich rede wirklich von dem alten, er muss sich das anschauen. Leute, geht und schaut euch Top Gear an, wenn ihr es noch nicht kennt. Auch wirklich die Oldschool-Sachen mit Jeremy Clarkson, James May und Hammond, denn das andere kannst du eine Tonne klatschen. Und ja, wenn ihr da angekommen seid, wo Top Gear vorbei ist mit den Jungs, könnt ihr euch noch so Grand Tour angucken. Das ist genauso genial, auch mit den Jungs. Also wow, das ist wirklich einfach nur, das muss man gesehen haben, ohne Witz. Und ja, ob die Strecke nochmal zurückkehrt, ist so eine Frage. Und vor allem, dass die Sprecher nochmal im Namen von Top Gear zurückkehren, ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, weil die ja aufgehört haben irgendwann, weil es da Ärger gab. Aber so an sich könnten sie die eigentlich noch casten. Klar, man bringt die mit Top Gear in Verbindung, aber wen juckt's. Aber ob die natürlich Bock drauf haben, ist eine andere Frage. Aber ja, eine geile Teststrecke auf jeden Fall. Da wurden viele legendäre Autos auch in echt getestet. Und ja, hoffentlich kommt die auch irgendwann zurück. Als nächstes haben wir Tsukuba. Ja, auch eine bekannte Strecke aus den alten Games. Gibt es auch schon eine ganze Weile nicht mehr bei Motorsport. Und ja, der Tsukuba Circuit ist in Shimotsuma, wurde in den 60ern gebaut und ist die Geburtsstätte der Zeitrennen. Ursprünglich war er als Teststrecke für die modifizierten Autos bekannter Tuningfirmen ausgelegt. Und ja, dort wurde auch damals gerne gedriftet in Forza Motorsport. Und ja, eine Strecke, die gerne wiederkommen kann. Sie ist nicht besonders groß, aber trotzdem beliebt. Und ja, es ist oft leider so, dass Strecken aus Japan vor allem irgendwie nicht mehr da sind. Ne? Und ja, da fragt man sich natürlich, gibt es da vielleicht irgendwelche exklusiven Deals bei anderen Spielen wie Gran Turismo oder so? Wäre natürlich maximal ehrenlos, aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Tsukuba vielleicht noch aus anderen Spielen kennt, wo sie offiziell drin sind, nicht gemoddet oder so. Und ja, wir fahren hier im Supra, wieder Rennwagen-Version, gibt's auch nicht mehr, natürlich nicht mehr, muss ich euch gar nicht mehr erzählen. Alle Autos hier existieren leider nicht mehr, die wir sehen aktuell. Und ja, schade auf jeden Fall, ja. Wenn die Strecke wiederkommt, wäre das natürlich auch eine ganz feine Sache. Wie gesagt, nicht groß, aber trotzdem, ja, ich würde sagen, schon beliebt bei den Spielern. Und nun kommen wir zum Twin Ring Motegi, ebenfalls in Japan. Eine super geile Strecke. Wo ich die wieder gefahren bin, habe ich mir sie so hart wieder gewünscht direkt, ja. Das ist wirklich eine coole Strecke. Der Twin Ring Motegi wurde 97 von Honda in Motegi gebaut, um die IndyCar Series nach Japan zu holen. Er besteht aus 4 Strecken, 3 Straßenkursen und einem 1,5 Meilen Oval. Das einzige seiner Art in Japan. Und wir fahren hier mit der Team Rika Viper, auch ein legendäres Auto. Leider natürlich wie immer auch nicht mehr da. Auch ein Auto, was ich mir sehr, sehr, sehr zurückwünschen würde. Und ja, das ist irgendwo auf einem Level mit dem Opel Calibra aus der DTM. Ne? Allgemein diese ganzen Autos, die wir hier gesehen haben bis jetzt. Auch etwas, was ich mir sehr zurückwünsche. Und ja, ob das jemals wahr wird, ist so die Frage. Aber ja, sie haben ja zum Beispiel mit Team Zackspeed noch Kontakt, würde ich sagen, weil es gibt ja einen Zackspeed-Wagen. Oh, den lasse ich jetzt einfach mal kackenreiß drin. Und vielleicht ist es ja möglich, auch diese alten Karren nochmal neu abzulichten oder einfach die Lizenz wenigstens zu bekommen. Und dann sollen sie halt das Motorsport 4 Modell hier reinpacken, ein bisschen hochskaliert werden. Juckt's. Meine Güte. Ja, ich lasse das Kackenreiß drin, ich schneide das nicht raus.
Ja, der Kübel hier erinnert mich auch immer hart an meine Gran Turismo 3 Zeit, war auch ganz wild. Und ja, diese Strecke ist allgemein, ich finde sie einfach genial, würde mich echt mega freuen, wenn die zurückkommt. Und ja, einfach nur ein geiles Stück Asphalt. Ja, und das war's. Das waren 20 Strecken, die wir in Motorsport schon lange nicht mehr gesehen haben und die in Motorsport aktuellen Stand zumindest 2.7.24 ja, fehlen. Die fehlen uns alle noch. Einige davon werden bestimmt bald kommen, andere wahrscheinlich nicht. Aber ja, 20 potenzielle Strecken, die sie wiederbringen könnten. Gern geschehen, Turn 10. Und ja, welche davon gefällt euch am meisten? Welche wünscht ihr euch am meisten zurück? Und welches Auto würdet ihr euch am meisten zurückwünschen? Aber ich bin ja der Meinung, man sollte nicht nur ein oder zwei wiederbringen, man sollte die einfach alle wiederbringen. Und ja, klar, mal ein neues Einscannen und so weiter dauert alles. So ein Auto mal wieder zu machen, dauert bis zu einem Jahr oder so, whatever. Aber ich glaube, die Leute würden auch noch drüber hinwegsehen können. Ne, klar, ein paar würden meckern, aber wenn sie jetzt einfach die Autos nehmen und hochskalieren, wieder ein bisschen überarbeiten und hübsch machen, so gut es geht, und dann als Paket raushämmern erstmal, bis sie die dann irgendwann aktualisieren, kann man, glaube ich, damit leben, weil haben sie ja mit anderen Autos auch nicht anders gemacht. Wir haben ja immer noch Modelle teilweise aus Motorsport 2 Zeiten. Warum dann nicht also auch die Rennwagen nehmen? Und wenn es da Ärger mit den Sponsoren gibt, die da auf den ganzen Autos kleben oder die, was weiß ich, ja, dann macht man die halt nackt, die Autos, und bringt die ohne Design. Da kümmern sich dann unsere Profilackierer schon drum, ne? Also da braucht man ja, ne, sich gar keine Sorgen drum machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr die Arbeit mit einem Like belohnt. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Hier gibt es immer mal wieder was zu Forza, aber auch Need for Speed, The Crew auch hin und wieder mal. Also so ziemlich alles. Ich werde auch bald wahrscheinlich noch Assetto Corsa mit dazu nehmen in mein Video-Poll hier. Nur wie regelmäßig das in Zukunft geht, ist mal eine andere Frage. Ist viel los bei mir momentan, aber ja, ich versuche am Start zu bleiben. Und ja, ich bedanke mich, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, euch das komplette Video reingezogen habt. Wie gesagt, lasst gerne mal Feedback da, wie hat es euch gefallen. Was könnten wir vielleicht als nächstes machen in diesem Format, wenn ihr da eine Idee habt, wo ich mal einen Blick drauf werfen soll. Immer rein in die Kommentare, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.